Die Inspiration für diese Reise war Marius Giannakos, ein Bergsteiger und Extremsportler, der eine gute Freundin von sich, die eine Behinderung hatte, auf den Olymp getragen hat. Das war vor ungefähr einem Monat und das war auch in der Presse. Und das habe ich dann eben auf Schinosha gesehen, wie ich da noch eine letzte Woche Urlaub gemacht habe und habe gesagt, das muss dieses Jahr noch passieren. Ich muss da hoch. Ich will das. Mal schauen. So vor einem knappen Monat, da war ich noch auf Kreta, habe ich plötzlich einen Anruf von Robert bekommen und er meinte ganz crazy einfach, hast du Lust mit mir auf den Olymp zu gehen? Ich so, ist das ernst oder so? Er so, ja, ist mir gerade so die Idee gekommen. Und dann habe ich einfach ja gesagt, irgendwie, es war so ganz schnell und so und dann stand das aber irgendwie fest und das fand ich so cool, weil es war so eine spontane Idee und ja, jetzt sind wir hier. Jetzt haben wir den Weg mit dem Auto hinter uns und es ist echt richtig schön hier irgendwie. Also der Plan war dann heute Morgen um 11 Treffen bei Amphioni. Noch ein bisschen Proviant kaufen, ist etwas mehr geworden. Und dann mit angemessener Geschwindigkeit von Athen bis hierher fahren. Weiter der Plan, morgen früh aufstehen und bis zum Startpunkt fahren, was zu essen holen und dann loswandern. Der Tag ist gekommen. Wir haben gerade das Auto vollgepackt. Ich warte noch auf Amphioni. Und dann geht's los.
Muss auch was sagen. Okay, hallo Leute. Wir sind jetzt... Erster Tag. Haben bisher 10 Meter geschafft. 810 Meter zurückgelegt. Okay. Und es sind noch 9333. Ich habe Internet. Du hast Internet. Wow. Krass, ja, wir sind auf dem Berg. So. Das Gelände Ist abnormal steil. anspruchsvoll. Die Landschaft Top, wunderschön. wunderschön. Teilweise sehr bedeckt von Sachen und man sieht nichts, aber stellenweise gibt es Lichtungen. Ja, aber auch die Bäume sind so schön. Die Luft ist so gut. Und wir befinden uns jetzt auf fast 1300 Meter. Ja gut, also noch 1,5 Kilometer in die Höhe. Fuck. Hier ist Wasser. Wir haben jetzt 5,14 Kilometer geschafft. Was bedeutet, die Hütte ist bei 10 Kilometer, dass wir so ungefähr die Hälfte geschafft haben. Jetzt gleich kommt noch mal ein Stück, das ist relativ steil. Relativ. Und danach ist relativ entspannt bis zur Hütte. Wir denken so, dass wir so um 6 Uhr da sind. Die Sonne soll so gegen 5:30 Uhr untergehen. Aber wir sind mit Taschenlampen ausgerüstet. An dieser Stelle werde ich das Wort aus dem Off aufgreifen. Nach einer langen Wanderung und zahlreichen Pausen holte uns leider die Dunkelheit ein. Es war unglaublich kalt und die Winde sehr stark. Zum Glück war die Hütte beleuchtet und der Sternenhimmel wolkenlos, so dass wir den Weg zur Hütte trotzdem schnell fanden. Beim Ankommen auf der Hütte legte ich mich sofort auf mein Bett. Ich hatte mich übernommen. Nicht meine Abenteuerlust war das Problem gewesen, sondern meine Vorbereitung, sowohl physisch als auch bei der Planung.
Aber ich hatte es geschafft, zumindest bis auf die Hütte. Die beste Entscheidung, die ich gemacht hatte, war es, Amphioni mitzunehmen. Denn ohne sie wäre das garantiert nicht möglich gewesen. Sie hat mich motiviert und mich unterstützt. Ich legte mich schlafen, denn das war bitter nötig. Am nächsten Morgen war alles vergessen. Denn dieser Ausblick ist jede Anstrengung wert. Leider war es uns nicht möglich, den Gipfel zu erreichen, da die schmalen, gefährlichen Wege Anfang November bereits vereist waren. Ich sehe das nicht als einen Misserfolg an. Vielmehr wäre es Leichtsinn gewesen, es trotzdem zu versuchen. Außerdem weiß ich, dass ich diesen Gipfel nicht unbestritten lassen werde. Ich werde zurück sein. Nächstes Mal vielleicht ohne Drohne und Kamera im Gepäck. Aber ich werde zurück sein. Ein älterer Mann wollte es trotzdem wagen, auch wenn die erfahrenen Wanderer gemeinsam mit uns zurück in Richtung Tal starteten. Es ist nun schon eine Weile her, seitdem wir versucht haben, den Olymp zu besteigen. Ich bin sogar schon dabei, mein nächstes Abenteuer zu planen. Zeitgleich habe ich aber auch damit angefangen, vergangene Abenteuer aufzubereiten. Während meiner Atlantiküberquerung vor 3 Jahren schrieb ich in mein Tagebuch: I want my life to be like an Oscar-winning movie. Watching it, you can cry and laugh, all the while being amazed. Being able to embark on an adventure and live it, while writing about it and filming it, is something I crave. Through that, I can share my adventures. In dem Moment war mir natürlich noch nicht bewusst, was ein Abenteuer die Reise werden würde. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Film. Denn dieser Film erzählte ein anderes Abenteuer. Den Versuch, den Olymp zu besteigen. By the cracks of the skin, I climb to the top. I climb the tree to see the world. When gods came around to blow me down, I held on as tightly as you held on to me. I held on as tightly as you